Das ist die neue DJI Avata 360 mit nicht einer, sondern 2 Kameras. Was bedeutet, wir haben eine 360-Grad-Kamera in einer Drohne. Und da frage ich mich, ist es einfach nur ein Verkaufsargument oder ist es wirklich nützlich? Ich habe die Drohne letztes Wochenende getestet. Sie filmt bis zu 8K in 60 Frames, was ich eigentlich sowieso nicht nutze und eigentlich nur in 25 FPS fliege. Allerdings ist cool, die Möglichkeit zu haben. Und was ziemlich geil ist, du hast die 360-Grad-Kamera und einen Single-Lens-Modus, worauf wir später zurückkommen. Die Bildqualität ist mega, gerade für eine 360-Grad-Kamera, wo ich sowieso immer ein bisschen skeptisch bin. Und die Drohne ist super einfach zu fliegen, gerade wenn man so wie ich null Erfahrung hat mit FPV-Drohnen, ist das richtig einfach. Ja, zum Controller, was soll man dazu sagen, wenn ihr neuere DJI-Drohnen habt, dann kennt ihr den wahrscheinlich schon, das ist der DJI RC2 Controller. Der liegt super gut in der Hand, der hat ein richtig helles 5,5 Zoll großes Display, was ich absolut liebe. Und was bei dem Controller richtig cool ist, in Verbindung mit der 360-Grad-Kamera, in der Vorschau von unserem Video können wir einfach auswählen, wo wir hinschauen wollen und dann sehen wir direkt, was wir alles im Frame haben, was super Spaß macht. Du kannst nach oben, unten, rechts, links, kannst wirklich überall hinschauen, was super geil ist. Das Ladegerät hier ist super cool. Du hast alle 3 Batterien zusammen, es ist nicht zu groß, alles ist schön verriegelt. Es ist super kompakt, du kannst das Ganze sogar als Powerbank nutzen, falls du irgendwie selber was laden musst. Dazu muss man eigentlich nicht viel sagen, da macht DJI schon einen richtig guten Job, was das betrifft. Aber wenn ich an eine 360-Grad-Kamera denke, bin ich immer etwas skeptisch. Kann das wirklich was? Ist die Bildqualität geil? Ist das Ding irgendwie leicht zu fliegen? Ist es nachher im Schnitt gut? Es gibt tausende Fragen, glaube ich. Und wo ich auch relativ skeptisch war, ist mit dem Thema FPV einfach, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie du eine FPV-Drohne fliegst. Okay, ich bin vor 2 Jahren mal am Mac mit dem Simulator ein bisschen FPV-Drohne geflogen, weil ich mir eigentlich mal eine holen wollte, aber irgendwie kam es nie dazu. Und ja, jetzt ist das Ding auf den Markt gekommen, was ziemlich geil ist. Und ich habe die Drohne mit dem normalen Controller hier bekommen, wo ich mir auch gedacht habe, wie soll ich eine FPV-Drohne mit einem normalen Controller fliegen. Aber ich muss sagen, das war von Anfang an sehr innovativ. Wenn du die Drohne im 360-Grad-Modus fliegst, also nicht im Single-Lens-Modus, verhält sich das Ganze wirklich wie eine normale Drohne. Das heißt, ohne dieses typische FPV-Chaos, und genau das ist der Punkt. Einfach losfliegen, ohne Stress, ohne an irgendwas zu denken. Einfach wie gewohnt fliegen. Und im Single-Lens-Modus dafür fliegt sich das Ganze wirklich wie eine normale FPV-Drohne, ohne dass du sie die ganze Zeit in der Luft halten musst, zumindest nicht mit dem Controller. Wie es mit dem Motion-Controller aussieht oder mit der richtigen FPV-Fernsteuerung kann ich leider nicht sagen, aber ich bin auch ein bisschen im Single-Lens-Modus rumgeflogen und ein bisschen Übung hast du das auch relativ schnell raus und ist somit auch super einfach. Am Schluss möchte ich bei einer Drohne, dass sie super einfach zu fliegen ist, eine geile Bildqualität hat, eine gute Akkulaufzeit und einen Controller mit einem stabilen Empfang. Und das muss ich sagen, hat sie auf jeden Fall. Mit einem Akku kannst du etwas über 20 Minuten fliegen, was absolut ausreichend ist bei einer FPV-Drohne. Aber reden wir über das Wichtigste bei der Drohne. Du hast eine 1 Zoll große 360-Grad-Kamera, die kann bis zu 8K 60 FPS HDR filmen und hat eine super gute Bildqualität. Ich war echt überrascht, wie gut diese ist. Du hast im Schnitt nachher 1440p Auflösung maximal, was absolut ausreichend ist, glaubt mir. Ihr seht ja in dem Video, was ich eingeblendet habe. Aber was noch viel cooler ist, du hast nicht nur die 360-Grad-Kamera, sondern du kannst das Teil noch im Single-Lens-Modus fliegen. Und im Single-Lens-Modus hast du dann eine Auflösung von 4K 60 FPS. Was die Sicherheit betrifft bei der Drohne, du hast überall Sensoren. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dass du die Drohne irgendwo einhämmerst, inklusive Propellerguards. Also somit ist das Ganze idiotensicher. Auch im 360-Grad-Modus kannst du jegliches Tracking von DJI benutzen. Du hast das Spot-Tracking, Active-Tracking und Point of Interest, glaube ich, was du im Single-Lens-Modus nicht benutzen kannst. Und du kannst quasi einfach mit der Drohne irgendwo lang fliegen, dein Objekt tracken und es verhält sich quasi wie ein Gimbal durch die 360-Grad-Kamera, dass sich dein Frame einfach mit dem Objekt mitbewegt. Was ich persönlich nicht nutze, ich habe das ganze Ding manuell geflogen.
Aber was noch viel cooler mit dem Teil ist, ich bin mir nicht sicher, ob es sich durchsetzen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du zum Beispiel FPV-Aufnahmen möchtest, aber keine FPV-Drohne fliegen kannst, ist es mit dem Ding super einfach, richtig geile Aufnahmen zu machen, ohne irgendwelche großen Vorkenntnisse zu haben. Ich würde sagen, du musst eine normale Drohne fliegen können. Ein bisschen Kreativität im Kopf haben für Framing, wie das Ganze später aussehen kann in der Post. Und am Anfang ist der 360-Grad-Workflow wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, außer du nutzt das ganze Tracking von DJI. Und in der App geht das auch super leicht von denen. Du kannst quasi einfach das Objekt auswählen und dann reframet er das Ganze selber. Super, das Licht ist tot. Und auf jeden Fall, du kannst es in der DJI-App am Handy oder auch am Mac einfach reframen lassen. Das geht natürlich auch super gut. Und was mir noch eingefallen ist, du hast ein Kit, wo du deine Linsen tauschen kannst von der FPV-Drohne, falls du sie mal crasht und sie verkratzt sind. Also super genial. Und das gerade für den Preis. Denn ich glaube, die Drohne mit der Fly More Combo und dem RC2 kostet knapp unter 1000 Euro. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von der Drohne. Wenn du wahrscheinlich schon FPV-Drohne fliegen kannst oder gut FPV-Drohne fliegen kannst, dann brauchst du die Drohne wahrscheinlich nicht, dann ist sie wahrscheinlich nichts für dich. Aber wenn du jetzt so wie ich zum Beispiel einfach geile Shots haben willst, ohne großartig Aufwand, dich nicht reinfuchsen willst in das ganze FPV-Zeug oder auch FPV einfach mal mit der lernen, weil es sau einfach ist, dann ist das Ding wirklich richtig gut und ist schon fast unfair, was du für geile Aufnahmen mit dem Ding hinbekommst. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon. Vielen Dank an DJI, dass ich die Drohne testen durfte. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt dazu, lasst es mich gerne wissen. Gerade was vielleicht das Reframing in zum Beispiel DaVinci betrifft. Das gleiche gilt auch für Premiere und so. Wenn ihr darüber ein Video haben wollt, dann lasst es mich gerne wissen und dann machen wir das. Ansonsten bis später und ciao.